Leute, damit willkommen zurück zu einem neuen Reaktionsvideo. Wir reagieren heute auf die 10 gruseligsten Dinge, die an die Strände gespült wurden. Das Video ist wieder von der Weißen Eule. Schaut doch beim Kanal vorbei, Link in der Beschreibung, Daumen da lassen und ich würde sagen, los geht's. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Wenn du an den Strand denkst, denkst du an Sonne, Sand und tolle Erinnerungen. Aber das könnte sich bald ändern, denn es gibt Strände, die ziemlich furchterregend sind. Heute zeigen wir dir 10 gruselige Dinge, die an Stränden angespült wurden. Oh, Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Leute, das Nummer Gruseligste, was 10. ich mal hatte, war, ich bin in eine Qualle getreten. Oh, das war so widerlich. Also, schreibt mal in die Kommentare, was war das Gruseligste, was ihr am Strand erlebt hattet? Oder das Seltsamste? Im Februar des Jahres 2020 fanden Anwohner an einem Strand in Mexiko Was ist ein denn ein seltsames delfinähnliches Meerestier? Hä? delfinähnliches Meerestier. Als sein Bild in den sozialen Medien Hä? Also, das sieht hier vorne aus wie ein Delfin. Aber das da hinten? Keine Ahnung. Das sieht mir aus, als wäre der irgendwie zerquetscht worden oder sowas. gepostet wurde, hatten viele Menschen keine Ahnung, was genau das Wesen gewesen sein muss. Die Kreatur, die vor ihren Augen an den Strand gespült wurde, war eine Kreatur, die in den Geschichtsbüchern nie erwähnt wurde. Das bizarre Meerestier hatte einen Schwanz, der dem eines Aals oder einer Schlange ähnelte, aber sein Körper war eher der eines Delfins. Neben einem delfinartigen Kopf wies sein Kiefer scharfe Zähne auf. Bei näherer Betrachtung des Körpers wurde es sogar noch unheimlicher. Die Kreatur hatte keine Flossen, aber das ist noch nicht alles, denn sie hatte auch keine Augen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich aus den extremen Tiefen des Pazifischen Ozeans stammen muss, wo es kein Licht gibt und keine Augen benötigt werden. Aber wenn das so ist, wie ist es dann an den Strand gekommen? Was denkst du darüber? Nummer 9. Es ist eine Sache, ein Meerestier zu entdecken, das an Land gespült wird, aber eine ganz andere, ein komplettes Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. In den frühen 2020er Jahren wurde durch eine Sandverschiebung ein Kampfflugzeug an einem Strand in Großbritannien freigelegt. Ein Ehepaar, das einen Tag am Strand Ist mehr ein Wrack als ein Kampfflugzeug. verbringen wollte, fand das Wrack. Etwa 45 Minuten lang untersuchte das Paar das Wrack und machte viele Fotos, wie es jeder neugierige Mensch tun würde. Als sie nach Hause gingen, wurde ihnen das Ausmaß des Fundes bewusst. Sie hatten tatsächlich ein vermisstes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das britische Royal Air Force Museum wurde hinzugezogen und bestätigte, dass es sich um einen Bristol Beaufighter TF handelte, der im April 1944 abgestürzt war. Das Flugzeug gehörte zur Royal Air Force und war 76 Jahre alt. Das war sicher ein Ausflug an den Strand, den sie so schnell nicht vergessen werden. Nummer 8. Der Megalodon ist eine Haiart, von der man annimmt, Den Film kenne ich. Super Film. Mac, guckt euch den an, gibt's auf Netflix. Nein, ich krieg kein Geld dafür, dass ich das sage, aber trotzdem mega geiler Film. dass sie vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Allerdings gibt es Leute, die glauben, dass der Megalodon immer noch in den Tiefen der Ozeane Das ist ja so diese Theorie, Leute. Wir wissen nicht, was da unten existiert. Also das Ding könnte immer noch existieren, wie dieser Film darstellt und, ne? herumschwimmt. Dennoch werden von Zeit zu Zeit Megalodon-Zähne gefunden. Ein solcher Fall war der eines jungen Mädchens namens Avery, das sich mit seiner Familie an einem Strand in Topsail in North Carolina, USA erholte. Ihr Vater hatte sie mitgenommen, um seinem über 20 Jahre alten Hobby, der Suche nach Megalodon-Zähnen, nachzugehen. Ich habe auch. Es ist ein interessantes Hobby. 20 Jahre altes Hobby, du suchst Megalodon-Zähne. Mhm. Ja, mache ich auch mal. Ich habe auch so ein langes Hobby. Megalodon-Zähne sind ein besonderer Fund, wenn man bedenkt, dass der Megalodon schon vor langer Zeit ausgestorben ist und der von Avery gefundene Zahn ebenfalls Millionen von Jahre alt ist. Aber wie ich bereits erwähnt habe, werden sie manchmal öfters gefunden. 130 Kilometer entfernt sah ein Mann namens Harvey ein dunkles Etwas im Sand glitzern. Als er es umdrehte, sah er, dass es ein ganzer Megalodon-Zahn war, der über 3 Millionen Jahre alt sein soll. Nummer 7.
Meerjungfrauen stehen ganz oben auf der Liste der Kreaturen, Ja. bei denen sich die Welt nicht klar. einig ist, ob sie existieren oder nicht. Jeder weiß, dass Meerjungfrauen halb Mensch und halb Fisch sind, meist mit langen Haaren und einem Fischschwanz. Wenn man dem folgenden Video Glauben schenken darf, hat jemand die Leiche einer Meerjungfrau gefunden. Leider konnte ich keine Informationen darüber finden, in welchem Land oder an welchem Strand, aber wir können in dem Video sehen, dass sie Flossen zu haben scheint und zerbrechlich aussieht wie ein Fisch in der Sonne. Wie ihr vielleicht wisst, sind mehr als 95% des Ozeans unerforscht. Wer weiß also, was dort unten sein könnte? Könnte dies eine echte angespülte Meerjungfrau sein? Also das sieht für mich aus wie keine Ahnung was, aber also diese, wenn man mal zurückgeht, Wer weiß also, was dort unten sein könnte? Könnte das hier könnten Hände sein oder ein Ast. Also ich bin da vorsichtig, was ich glauben soll, Leute. dies eine echte angespülte Meerjungfrau sein? Was meint ihr dazu? Nummer 6. Was ist das Letzte, was du an einem Strand zu Grabstein. finden erwartest? Wahrscheinlich hättest du nie gedacht, dass es sich um alte Grabsteine handelt. Aber das ist im Juni 2012 trotzdem passiert, als der Sand aufgrund eines starken Windes einige gruselige Grabsteine am Ufer des Ocean Beach in San Francisco, USA freilegte. Einer der fraglichen Grabsteine war fast vollständig intakt und Was steht da? Delia Presby with a wife of F.B. Oliver died April 9, 18. Ist ein 8 oder 9? 1890. Age 26 years. Was? Ja. trug das Sterbedatum 26. April 1890. Grabsteine sind dazu bestimmt, buchstäblich eine Ewigkeit zu überdauern und Ja, es logisch. ist fraglich, wie genau dieser Stein an den Strand gelangt ist. Wie auch immer, dieser Grabstein wurde zusammen mit tausenden anderen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von städtischen Friedhöfen entfernt, um Platz für neue Bauprojekte zu schaffen. Die Steine Ja, okay, aber dann schmeißt mir die doch nicht einfach so weg. Also, das kann mir niemand erzählen. Selbst wenn die dann wieder weggemacht werden. wurden als Mülldeponien verwendet und einige wurden einfach in die Bucht von San Francisco gekippt. Dennoch werdet ihr überrascht sein, wenn ihr einen Grabstein Ist das Borkum? Das ist wie Borkum. Oder San Francisco, keine Ahnung. Könnte beides sein. am Strand und nicht auf einem Friedhof findet. Glaubt ihr das nicht auch? Naja. Nummer 5. Das Ungeheuer von St. Augustine ist eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich nachts nicht hören wollt. Das Ungeheuer kenn's nicht wurde mal. im November 1896 von 2 Jungen entdeckt und gilt als sogenannter Globster, eine seltsame, nicht identifizierte organische Masse, die an Sieht aus wie, ich kann nicht mal sagen, wie es aussieht. Wie irgendein Haufen. Land gespült wurde. Dieses Exemplar landete auf der Anastasia-Insel in Florida. Die beiden Jungen hielten es zunächst für einen Wal und rannten los, um ihren Fund zu melden. Doch es stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Wal handelte. Das sieht aus wie Hände hier. So ist wie Hände oder keine Ahnung. Dieses Ungetüm war 6 Meter lang und 2,5 Meter breit und wog bis zu 5.000 bis 6.000 Kilogramm. Der Globster hatte mehrere Arme oder Tentakel, aber zumindest die Überreste von ihnen. Seine Haut war so rau, dass es unmöglich war, sie mit einem Messer zu zerschneiden. Man brauchte ein ganzes Team von Männern und 6 Pferde, um es wegzuschleppen. Ob es ein Riesenkalmar, ein Wal oder ein geheimnisvolles Seeungeheuer war, weiß niemand. Was denkst du, was das ist? Also ich würde Nummer sagen, 4. Am 10. Oktober Kra- 2016 sah ein Mann bei Kanonenkugel. einem Strandspaziergang in Charles okay, also das ist jetzt so eine Sache, die etwas normaler ist, finde ich. Keine Ahnung. South Carolina etwas Metallisches, das halb im Sand vergraben war. Dies geschah kurz nachdem Hurricane Matthew an der Küste Verwüstung angerichtet hatte. Der Mann war an diesem Tag auf der Suche nach Schäden. Während des amerikanischen Bürgerkriegs, der von 1861 bis 1865 dauerte, war das Gebiet eine Festung gewesen und es gab viele Angriffe auf sie. Aber der Mann hatte nicht erwartet, 16 Kanonenkugeln zu finden. Die Behörden wurden verständigt und schließlich wurde ein Sprengstoffteam der US-Luftwaffe hinzugezogen. Sie mussten die 150 Jahre alten Kanonenkugeln zur Explosion bringen. Auch wenn sie mehr als 2 Jahrhunderte alt waren, waren sie nicht weniger tödlich. Sogar die Einheimischen berichteten, sie hätten die Explosionen gehört. Okay. Nummer 3. Ich dachte immer, die wären eigentlich nur diese Kanonenkugeln von früher und so weiter. Das sind eigentlich nur Kugeln aus Metall, also pures Metall, dachte ich immer. Jetzt so Piraten-Kanonenkugeln.
Ein angeschwemmter Delfin mag beunruhigend sein, aber die nächste Person hatte einen Siamesische Delfin am Strand Delfin. gefunden, der 2 Köpfe hatte. Der Delfin wurde von einem Sportlehrer an einem Strand in Dikili, Türkei, in der Nähe der westlichen Stadt Izmir gefunden. Er hatte den Delfin entdeckt, als die Wellen ihn immer näher brachten. Zunächst dachte der Mann, es handele sich um ein gewöhnliches Meerestier, aber er war schockiert, als er die beiden Köpfe sah. Bei dem zweiköpfigen Delfin handelte es sich vermutlich um ein etwa einjähriges Kalb, das weniger als 1 Meter lang war. Während Ja gut, aber dann könnte ich mir so vorstellen, dass es 2 werden sollten, aber dann irgendwie ich weiß, Delfine sind Säugetiere, ja, ne, genau. Dass die im Mutterleib verschmolzen sind, gibt es ja auch dieses Phänomen, dass bei Menschen, wenn 2 Zwillinge sind, es möglich ist, dass der eine den anderen Zwilling auffrisst. Irgendwie, keine Ahnung, verlorener Zwilling-Syndrom heißt es, glaube ich. er 2 Köpfe hatte, ging sein Körper in einen Schwanz über. Aber das war nicht das Einzige, was an ihm anders war. Die Augen des einen Kopfes waren fast geschlossen, ebenso wie eines seiner Blaslöcher. Der zweiköpfige Delfin hatte die äußerst seltene Krankheit Polycephalie. Dieser Zustand, der auch bei Menschen und anderen Tieren vorkommt, ja, führt dazu, dass er 2 siamesische Köpfe Zwillinge. hat, ähnlich wie bei siamesischen Zwillingen. Nummer 2. Am 22. Februar 2000 Haariger Klecks, Blob. Was ist das? Sieht aus wie ein Haufen Haare. Also, das hier ist wahrscheinlich diese Kreatur. Das ist Sand. 2017 dachten die Anwohner, die Apokalypse sei gekommen. Grund Ja. dafür war ein seltsamer Blob, der an einem Strand auf den Philippinen angespült wurde. Der Klecks war etwa 6 Meter lang und wog bei näherer Untersuchung 2000 Kilogramm. Bei einem Meerestier von solch kolossaler Größe dachten natürlich alle, dass es sich um einen Wal handelte, aber diese Beschreibung traf nicht ganz zu. Die Kreatur hatte geheimnisvolle, haarähnliche Stränge, die sich um ihren Körper schlossen. Den Forschern von National Geographic zufolge handelte es sich dabei um sich zersetzende Muskelfasern. Noch gruseliger ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass ein riesiger haariger Blob an Land gespült wurde. Stellt euch mal vor, ihr findet sowas und dann lebt das Ding noch oder lebt sowas noch. Das muss ja komplett gruselig sein. Stellt euch mal vor, ihr untersucht das Ding und dann greift euch das auf einmal an, weil es euch packt und dann bin ich bin ich nicht so Fan von. Ein Jahr zuvor wurde ein anderes 15 Meter langes Tier fälschlicherweise für einen Klecks gehalten und 2003 wurde ein ähnlicher 13 Tonnen schwerer Blob in Chile gefunden. Was glaubst du, um welche Art von Lebewesen es sich hier wirklich handelt? Also das muss ja, ist anscheinend wirklich schon öfter passiert, dass so Zeug angeschwemmt wird, oder? Also Nummer 1. Der kommt pazifische jetzt? Tiefseefußballfisch ist eine seltene Seeteufelart, die in Ach einem so. der tiefsten bekannten Teile des Ozeans Ach, das ist so dieser Leuchtefisch da, der Anglerfisch. lebt, in einer Tiefe von mehr als 900 Metern unter der Oberfläche. Sie sind bekannt für ihre markante Färbung und natürlich die Rückenflosse vor dem Maul. Der letzte Ort, an dem man so etwas erwarten würde, ist der Strand. Doch ein Strandbesucher entdeckte die unheimliche Kreatur bei einem Morgenspaziergang am Newport Beach in Kalifornien. Er wandte sich sofort an die Parkwächter und selbst vor Ort konnte sich niemand erklären, wie diese Tiefseekreatur an den Strand gespült und fast vollständig erhalten werden konnte. Ziemlich gruselig und man fragt sich, was sich sonst noch in unseren Ozeanen versteckt. Das ist Habt so die ihr Frage. schon einmal etwas am Strand gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst einen Daumen nach oben da, genau. Das gilt auch für mein Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das ganze Video gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was habt ihr so am Strand gefunden? Und dann ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ciao, Leute.